Upcycling ist natürlich nicht nur auf Stoffe bzw. Kleidung reduziert. Auch aus Verpackungen kann man wundervolle Upcycling-Projekte schaffen. Ich habe für euch dafür verschiedene Verpackungen getestet, auf ihre Tauglichkeit geprüft und gebe euch Tipps und Tricks, wie ihr eure eigenen Materialien nutzen könnt, sei es die Chipstüte, die Kaffeetüte oder auch die Süßigkeitenverpackungen. Worauf ihr dabei achtet, beziehungsweise was sich dann wirklich dafür eignet, das kläre ich mit euch in diesem Upcycling-Check in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich habe mich für verschiedene Verpackungen entschieden, die wir so im Haushalt haben. Zum einen einmal die Süßigkeitenverpackungen, die ich ganz witzig fand, einfach dadurch, dass sie durchsichtig sind, was sicherlich einen schönen Effekt gibt. Dann aber auch die Kaffeeverpackung, noch etwas, was ich gestern Abend noch fertig gegessen habe. Und noch ein paar andere Verpackungen, die wir gerade so fertig bekommen haben. Ich habe alles abgewaschen, einmal mit einer kleinen Schüssel mit ein bisschen Spülmittel und warmem Wasser, damit auch wirklich keine Rückstände von dem Essen bzw. von dem Inhalt mehr dran ist. Alle Materialien erscheinen mir recht reißfest, so dass sie sich eigentlich gut vernähen lassen sollten. Denke jedoch daran, nicht einen normalen Rollschneider zu nehmen. Ich nehme hier meinen, den ich immer für die Fliese nutze, damit er nicht für den Stoff so stumpf wird. Und auch beim Schneiden nehme ich natürlich nicht meine Stoffschere, sondern eine normale Haushaltsschere. Nähen tue ich das Ganze mit einer normalen Nähnadel, mit einer dünneren Nadel, einfach weil die Materialien recht dünn sind, sowie einem normalen Nähgarn. Ich achte beim Nähen allerdings darauf, dass ich einen größeren Stich wähle, also 3, 3,5, vielleicht sogar 4, damit ich das Ganze nicht zu stark perforiere und damit das Reißen hoffentlich verhindere. Dann schneide ich alle meine Teile zu. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welchem Format ich es nähe, aber ich fange mal an damit, die verschiedenen Materialien zu testen. Mir hat, wie gesagt, die Süßigkeitentüte ganz gut gefallen mit diesem durchsichtigen Effekt. Allerdings musste ich feststellen, dass egal wie ich das Ganze genäht habe, ob mit einem größeren Strich, mit ein bisschen Zug, das Ganze sofort aufgegangen ist. Ich habe das dann auch nochmal genäht, auch nochmal mit einem Zickzackstich versäubert, in der Hoffnung, dass es ein bisschen mehr Stabilität hat. Aber leider muss ich sagen, das Ganze ging wirklich ganz, ganz einfach auf. Und ich würde das Material bzw. diese Verpackung nicht fürs Upcycling empfehlen. Das Ganze habe ich auch an den anderen Materialien, an den Überresten getestet, aber bei den anderen ging das ganz gut. Deswegen habe ich mich dann ans Nähen gewagt. Ich habe an den Außenseiten die Chipstüte und in der Mitte die Verpackung von dem Kaffee. Das Ganze nähe ich zu meinem Projekt. Wie gesagt, ich achte darauf, eine größere Stichlänge zu haben. Ich nähe mit einem normalen Faden und mit einer normalen Nadel, nähe aber alles andere ganz normal. Es lässt sich auch wirklich gut für nähen. Es bleibt nicht hängen. Manchmal, da muss man vielleicht ein bisschen je nach Transport nachjustieren, damit es das Ganze gut durchzieht. Aber sonst hatte ich überhaupt keine Probleme, die Materialien zu vernähen. So nähe ich dann auch den Reißverschluss ganz normal an und für innen habe ich mich für einen verstärkten Baumwollstoff entschieden. So habe ich es ganz normal nähen können und ich bin absolut begeistert. Es sieht super, super witzig aus. Es hat ganz viel Spaß gemacht, mit den Materialien zu nähen und es sieht auch wirklich so aus, als würde es gut halten und ist sicherlich ein witziges Geschenk und ein witziger Begleiter für unterwegs. Einziger Punkt, wo man noch darauf achten sollte, ist, die Tüten haben mit dem Wenden etwas gelitten und dadurch, dass ich es dann dementsprechend nicht bügeln kann, ist es natürlich ein bisschen verknitterter, aber ich finde, das macht dem ganzen Look überhaupt keinen Abbruch. Mein persönlicher Favorit war dann ja im Endeffekt die Verpackung bzw. das Projekt aus der Chipstüte und auch aus dem Kaffeebeutel. Beides hat sich super gut vernähen lassen. Es war sehr, sehr easy damit zu nähen und es zuzuschneiden. Das einzige Problem ist jetzt, nach etwas Nutzung ist es tatsächlich so, dass sich hier die Nähte lösen. Wenn ihr das Material nutzen wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich darauf achten, dass die Nähte abgedeckt sind bzw. mit wahrscheinlich etwas Buchfolie beklebt werden, damit sie nicht einreißen und langfristig halten. Das ganze Projekt bzw. die ganze Packung kann man wahrscheinlich auch mit Buchfolie bekleiden, so dass es dann wirklich hält. Das würde ich allerdings nicht für alle Projekte machen,
weil der Sinn ja darin besteht, nicht noch extra mehr Plastik zu verbrauchen, als wir dann tatsächlich benötigen. Trotzdem hat es super Spaß gemacht, das auszuprobieren und ist einfach wirklich eine geckige Sache, die man seinen Freunden mitbringen kann, beziehungsweise die man auch für sich selber nutzen kann, wenn es dann auch im Endeffekt nicht wirklich darauf ankommt, ob das Ganze lange hält oder auch nicht. Ich hoffe, ich konnte dir so einen guten Einblick geben. Ich hoffe, du hast vielleicht auch die eine oder andere Idee, was du gerne an Materialien, an Verpackungen ausprobieren möchtest. Und vielleicht sehe ich das Ganze ja auf Social Media. Verlinke mich auf jeden Fall, so dass ich alles sehe. Und ich bin ganz gespannt auf deine Kreation.